Hallo zusammen, ich habe beschlossen, ein leistungsstarkes E-Bike auf Basis dieses Enduro-Rahmens zu bauen. Das ist höchstwahrscheinlich kein Originalrahmen, aber die Chinesen stellen irgendwelche Kopien, Fälschungen her, aber im Prinzip tut es auch dieser. Der Rahmen war ursprünglich in einem schrecklichen Weiß. Seht mal, wie er ankam, in welchem Zustand. Der erste Nachteil war natürlich, dass mir die Farbe nicht gefiel, Weiß ist überhaupt nicht geeignet. Das heißt, wenn das Fahrrad auf Fotos noch einigermaßen aussieht, aber wenn man das Teil in die Hand nimmt und es sich ansieht, hat man den Eindruck, dass es nur grundiert wurde, es hat kein fertiges Aussehen. Das heißt, er muss lackiert werden. Ich werde ihn zum Lackieren bringen und wir werden ihn in eine normale Farbe umlackieren lassen, denn diese Farbe gefällt mir nicht. Das Fahrrad wird teuer. Aber sein Aussehen ist, naja, überhaupt nicht so toll. Hier haben wir schon die fertige Narbe, wir montieren die Pedale mit dem Kettenblatt. Vorne kommt ein einzelnes Kettenblatt hin, das heißt, es gibt keinen Platz für einen Umwerfer, es wird also ein einzelnes Kettenblatt montiert. Hinten wird eine Kassette am Motorhinterrad verbaut sein. So viele Gänge wird es dann geben. Hier ist eine ziemlich massive Schwinge. Hier im Lieferumfang ist die Halterung für den hinteren Stoßdämpfer, der Bolzen zur Befestigung der Schwinge, weitere Schrauben zur Befestigung des Metallteils, auf dem der Sattel montiert wird. Hier sind sie separat in einem Beutel. Und hier ist der Rahmen selbst. So sieht er aus. So wird er montiert. Das ist die Oberseite. Hier wird der Sattel befestigt. Hier wird die Gabel eingesetzt. Hier wird die Schwinge angebracht. Hier ist die Schwinge auf Lagern befestigt, das heißt, sie dreht sich auf Lagern. Nun, ich sehe, die Lager gefallen mir auch, ich würde sie auch ersetzen. Im Grunde muss alles überarbeitet werden. Man kauft es so. Es scheint nicht billig zu sein, aber alles muss überarbeitet werden. Die Lager. Nun, ich setze jetzt den Bolzen ein, mal sehen, er dreht sich schlecht. Die Plastikabdeckungen, oben ist die Verkleidung aus Plastik, unten ist alles aus Plastik. Die Farbe gefällt mir auch nicht. Ich weiß nicht, wie die Qualität der schwarzen Farbe ist, die Plastikverkleidungen. Aber das sieht aus wie das Innere eines sowjetischen Kühlschranks, so ein gelblicher Kunststoff. Ich möchte es mit Folie beziehen. Es gibt Vinylfolien, naja, dazu mache ich ein separates Video über das Beziehen. Es mit Vinylkunstleder beziehen, so wie man Auto der Sports bezieht. Ich denke, erstens wird es dieses dumpfe Trommelgeräusch nicht geben und es wird ein hochwertigeres Aussehen haben. Das Innere für den Akku. Ich möchte hier sowohl den Akku, als auch den Controller unterbringen, alles, was innen war. Außen wird es keine unnötigen Kabel, noch Teile geben. Und hier wird diese Halterung für den Sattel angeschraubt. So wird es montiert. Also, zuerst werde ich den ganzen Kunststoff entfernen und den Rahmen zum Lackieren bringen, damit er schwarz und matt wird. Naja, so etwas Ähnliches soll es sein. Sie werden ihn umlackieren. Der untere Kunststoff ist auch angeschraubt. Hier ist bereits doppelseitiges Klebeband, das man später abziehen und wieder ankleben kann, damit es keine Vibrationen gibt. Der obere Kunststoff ist bereits geklebt, das heißt, man muss ihn abreißen. Sie haben ihn mit doppelseitigem Klebeband geklebt. Man muss ihn abreißen. Man kann ihn mit einem Föhn erwärmen. Hier sind bereits Industrielager für die Gabelmontage. Das wird dann fertig sein. Hier wird die Halterung für den Stoßdämpfer befestigt. Man kann auch die Höhe je nach Radgröße einstellen, welches man montiert, 24, 26, vielleicht 18 Zoll, wie bei einem Motorrad. Im Allgemeinen passen verschiedene Räder. Und deshalb kann man sowohl die Länge des Stoßdämpfers wählen als auch diese Halterung versetzen, wo der Stoßdämpfer befestigt wird. Ich habe sie zum Lackieren gegeben, und sie sieht jetzt so aus, mattschwarz. Die Farbe passt. Ich habe auch eine separate Gabel und die Tauchrohre ebenfalls in Schwarz bestellt, im gleichen matten Schwarz. Das heißt, die Farbe ist hervorragend geworden und sieht viel besser aus, als sie ursprünglich war.
Hier wurden mir verschiedene kleine Teile, der Rahmen und die Schwinge lackiert. Und jetzt werden wir anfangen, sie jetzt komplett zusammenzubauen. Ich habe auch diesen hinteren Stoßdämpfer gekauft. Ich habe geschaut, welche an schweren E-Bikes verbaut werden. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Er hat Einstellungen, es gibt nun, später, wenn wir ihn einbauen, werden wir genauer sehen, was das für ein Stoßdämpfer ist. Zuerst montieren wir die Schwinge. Die Schwinge wird am Rahmen über Industrielager befestigt, das heißt, sie dreht sich auf Lagern. Was hier ursprünglich verbaut war, war einfach schrecklich. Ich habe 2 neue Lager gekauft. Und hier war das alte verbaut. Das alte Lager. Nun, es dreht sich überhaupt nicht. Das heißt, die Kugeln sind eckig, das heißt, sie verbauen entweder Ausschuss, nun, von schrecklicher Qualität. Und ich habe sie herausgeschlagen. Und habe neue in der gleichen Größe gekauft. Es ist besser, Lager mit Gummidichtungen zu verwenden, weil dies ein Bauteil ist, das sich außen befindet. Feuchtigkeit gelangt hinein, das heißt, entweder ist man durch eine Pfütze gefahren oder hat das Fahrrad gewaschen. Wenn Feuchtigkeit eindringt, wird dieses Lager rosten. Deshalb ist es besser, solche mit Gummidichtungen zu verwenden. Natürlich ist das kein Allheilmittel, aber es wird etwas besser sein. Hier muss gereinigt werden, denn nach dem Lackieren geht es schon schwer rein und die Farbe verhindert, dass das Lager richtig passt. So, die Lager habe ich eingepresst. Da ist noch ein Röhrchen innen. Dazwischen, damit, wenn es mit der Schraube angezogen wird, die Lager sich am Röhrchen abstützen und nicht hineinrutschen. So, jetzt müssen wir den Rahmen und die Schwinge verbinden. So wird es eingesetzt und mit einer Schraube verbunden. So eine Schraube. Auf einer Seite ist eine kleine Unterlegscheibe. Auf der anderen Seite ist schon eine größere. Wir setzen die Schraube ein. Er ist auch auf. Ach, nein, er passte. Dieses Bauteil ist fertig. Es funktioniert einwandfrei. Und jetzt kommen wir zur Gabel. Der Steuersatz ist bei uns auch auf. Hier war so ein Steuerrohr verbaut. Es war schon hier. Ich habe es vor dem Lack. So, wir setzen es wieder ein, und ein Industrielager wird hineingesteckt. Nun, und dann wird die Gabel eingesetzt. So wird diese ganze Baugruppe von unten zusammengebaut. Man muss es auch noch einschlagen. Oben haben wir ein etwas kleineres Lager. Es wird ebenfalls in die Lagerschale eingesetzt. Nun, das wird dann alles noch von oben, wenn die Gabel montiert wird, festgezogen. Und hier haben wir diese innere Einlage. So wird sie eingesetzt. Wenn wir es hier nach unten bewegen, nehmen wir diesen Teil, verschieben ihn nach oben, damit unsere Führungen maximal nach unten gehen und die Gabel höher ist. Später ziehen wir noch einmal nach, wenn wir alles zusammengebaut haben, ziehen wir vorsichtshalber alle Schrauben fest. Und hier schrauben wir umgekehrt los und bewegen. So senkt sich die Gabel dorthin ab. Und die letzte große Baugruppe für den Rahmen ist unser hinterer Stoßdämpfer. Hier haben wir eine Härte von 550 lbs. Ich denke, das wird ausreichen. Wir werden es ausprobieren und montieren.
Hier ist die Befestigung schmal, während im Rahmen eine breite Befestigung ist. Und so sind im Lieferumfang noch solche Distanzstücke enthalten. Wir werden sie jetzt anbringen und den Stoßdämpfer montieren. Die Distanzstücke müssen, da sie stramm sitzen, ebenfalls eingeschlagen werden, diese Büchsen. So, und auf sie werden von beiden Seiten solche Ringe aufgesetzt. So sieht der Stoßdämpfer aus. Mit den Distanzstücken, er ist breiter geworden. Und er passt genau in die Aufnahme. Im Lieferumfang des Rahmens sind auch solche Schrauben mit Befestigung enthalten. Der Stoßdämpfer wird am Rahmen über einen solchen Adapter befestigt. Er kann in 3 Positionen montiert werden, abhängig von der Länge des Stoßdämpfers und dem Raddurchmesser. Man kann ihn höher oder tiefer setzen. Das heißt, wenn das Rad groß ist, kann man den Rahmen etwas tiefer absenken. Wenn das Motorradrad kleiner ist, kann man ihn höher anheben. Im Allgemeinen ist das schon durch Erfahrung zu ermitteln. Nun, wir werden ihn jetzt ganz nach oben setzen und dann sehen, ob man ihn einstellen kann, damit es gut aussieht, damit der Rahmen nicht irgendwie schief wirkt. Im Lieferumfang waren Schrauben und Muttern zur Befestigung dabei. Hier lässt sich nur die Unterlegscheibe nicht entfernen. Das heißt, es kommt alles zusammen, Unterlegscheibe, Federring und von innen eine Mutter. So stecken wir ihn ein. Und den zweiten. Wir schrauben ihn fest. Auch wegen der Farbe, er geht schon stramm rein. Das Gewinde wird durch die Farbe geschnitten. Und von der Rückseite, von innen, schrauben wir die Muttern auf. Wir haben diese Klammer festgeschraubt und schrauben den Stoßdämpfer fest. Ich werde ihn nur lose anbringen, weil hier noch eine Kunststoffverkleidung hinkommt, und ich ihn sowieso wieder abschrauben muss. Deshalb werde ich ihn hier nur lose anbringen, um zu sehen, wie es aussieht. Das endgültige Festziehen erfolgt dann ganz am Ende. Das haben wir heute geschafft. Der Rahmen ist zusammengebaut. Im nächsten Video werde ich den Akku bauen. Hier hinein. Übrigens, die blauen Zellen dafür liegen, aber es müssen noch welche dazu gekauft werden, es reicht nicht aus. Ich möchte ihn noch größer machen. Auch die Räder werden wir dafür anfertigen. Nun, die Räder werde ich bestellen, damit sie eingespeicht werden. Wir werden den Akku einbauen und zusammenbauen. Das alles werdet ihr im nächsten Video sehen. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen.